Hallo alle zusammen und willkommen zum neuen Part von Tales of Xillia. Im letzten Part haben wir uns Milla angeschlossen, da wir nicht wussten, wie wir aus dem Forschungszentrum wieder rauskommen sollen, ohne irgendwie verhaftet zu werden. Das hat, glaube ich, nicht so ganz funktioniert, weil nachdem Milla versucht hat, die Lanze von Kresnik zu zerstören, was nicht so ganz funktioniert hat, weil uns das Mädchen in Rot dazwischen gefunkt ist, haben wir einen Teil von der Lanze mitgenommen und Milla hat ihre Geister verloren und ist dementsprechend noch ein bisschen schwächer als wir. Kann das sein? Nein, ich habe keine Ahnung. Was soll's. Und wir haben gesagt, dass wir die liebe Milla zum Hafen begleiten. Ich habe jetzt offscreen eigentlich nicht wirklich was gemacht. Ich habe für mich jetzt persönlich die Soundeffekte ein bisschen leiser gestellt, weil die in den Kämpfen einfach so mega laut sind. Finde ich zumindest. In welche Richtung muss ich denn jetzt überhaupt? Okay. Und ja. Wir werden jetzt, beziehungsweise Milla wird jetzt... We can only get to the Seehafen via the path that leads to Talem Medical School. Kannst du bitte nächstes Mal irgendwie Andeutungen machen, dass du was sagen willst? Wir werden jetzt nämlich gesucht und hier stehen überall Wachen, wie ihr seht da so. Und wenn ich denen jetzt hineinlaufe, kann ich gegen diese kämpfen. Alter, ist die Musik laut. Ich muss, glaube ich, die Musik noch ein bisschen leiser stellen für mich, weil ich die doch ein bisschen laut finde. Moment. Das wird, glaube ich, in den nächsten Parts immer so sein, dass ich das ein bisschen herumbasteln werde. So, Sprachlautsprache ist die Lautstärke der Stimmen, das ist in Ordnung. Und Videosequenzen, ja. Ja, dann werde ich das auch ein bisschen leiser stellen. Vielleicht ein bisschen so. Schauen wir mal, vielleicht ist das für mich so besser. Weil beim Bearbeiten ist mir einfach aufgefallen, dass die Musik kam flogen. Muss ich denn jetzt eigentlich wieder lang? Nein, so. Ich muss dahin. Also gehen wir mal da lang. Ich möchte auch nicht wirklich gegen viele der Wachen kämpfen, weil wir später sowieso noch genug Möglichkeiten haben zu kämpfen. Habt ihr es jetzt bald? Ach Mann. So, ich glaube gegen den müssen wir nicht kämpfen. Die sind ja auch so, ja. Jeder von uns hat einen Notfall, Einsatzplan erhalten und seitdem warten wir auf weitere Anweisungen. Aber das ist ja nichts Neues. Uns einfachen Soldaten sagt man sowieso nie mehr was. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Boah, jetzt haben wir sie sogar Spezialeinsatzkräfte stationiert. Was bloß los ist hier? Ich weiß nicht. Hallo? Ey, ihr seid doch die, du verpetzt mich doch jetzt nicht, oder? Oh mein Gott, er verpetzt uns. Schnell weg! Nein, okay, Spaß. Spaß beiseite, wir müssen jetzt zum Hafen lässt. Das wird ein Heidenspaß. Ich sag's gleich, jetzt kommt wieder eine stundenlange Cutscene, also lehnt euch zurück, nehmt euch Popcorn und genießt die... You two! Stop right there! Huh? What's going on? Doctor? Dr. Jyde? From a medical school? Mr. Eldon? Is that you? What's going on here? I can't believe you are the one we're looking for. Jyde Mathis, I have a warrant for your arrest. There's one for her too. I'm authorized to use force if necessary, but I don't want to hurt you. But wait, just hold on a minute. We may have done a little breaking and entering, but that hardly makes us public enemy number 1. So much for that. It looks like they're not listening. Mr. Eldon! I'm sorry, but I'm afraid I have my orders. Jyde, I can't let them capture me. I have to resist. Then we'll do it the hard way. Go on, get her.
This is goodbye, Jyde. Forgive me for all of this. Think your next move over carefully, Doc. The more trouble you give us, the harder your sentence. It's just that I just wanted to... Well, aren't these military types brave? Protecting the world from pipsqueaks like you. Who are you? Save the chit-chat for later. Your lovely lady friend's about to set sail, you know. Wait, but I... Listen close, kid. The military issued your warrant, and with the Military Powers Act invoked, you're an ex-marked criminal. If they catch you, you'll face... execution. What? Execution? Come on. I hope you're sturdier than you look. What's going on here? The military's doing drills or something on shore. We were just getting out of their way. Come on, do you really think a pipsqueak, a pretty girl, and a dashing man like me would be up to no good? It's Alvin. Huh? That's my name. You said that you're Jyde, right? Yes, sir. And this is Milla. Hang in there, kid. That captain needs to lay off a bit. Is he planning to grill us the entire voyage? What do you expect? We don't have any sort of identification. Speak for yourselves. I can't believe we're heading to Rashugal. Look, we're leaving Fennmont's spirit climb. You said you're a med student. Didn't expect that. Hey, can I ask you something? Why did you save us? What's in it for you? Well, cash, of course. How does saving us make you money? Simple. I figure you must be in serious trouble if the military's after you. Now that I've swung to your rescue and impressed you with my daring do, I can charge you for my services. Charge us what? I'm nearly broke. Same goes for me, I'm afraid. Seriously? I take more than just cash, you know. Don't you have any precious metals? Jewels? Rich relatives about to croak? Nothing on me. Everything happened so fast. I doubt I have anything that would sell for a high price either. What exactly do you do, Alvin? You look like a soldier, but you sure don't act like one. You're on the right track, kid. I'm a mercenary. It's better than being a soldier. We don't have to follow orders. We set our own hours, and we help people. For a price. Well, it would seem like you helped us for free. Well, it's a risk of the trade. Maybe I'll find some paying customers in Rashugal. Sorry about that. Charity work. Wonderful. Are we there yet?
It's hard to believe we're in a whole different country, although it feels just like home. Well, this part of Azul is hardly what I'd call exotic. Huh. Hey, there's a map. Let me check it out for a bit. Brave kid. The way he plays it cool. Decided to make the best of it, has he? He's not as immature as he looks. Would it kill you to show a little concern? I mean, you dragged him into this, right? He insisted on helping me. I told him again and again to go home, but he wouldn't listen. He's here of his own accord. I see. He believes he got himself into this mess, so now he has to put on a brave face. Either way, he's still acting like an adult. North of here. So? You leaving now? No. Alvin, you must be well versed with the sword. Mercenaries like you must have some battle chops. Well, yeah, of course. Could you teach me how to use one? I don't have the four to back me up anymore. If I can't wield a sword, what's left? The four? Not sure I follow. But I'd be more than happy to teach you. If only you had some cash. So you won't help? Here, how about we make some moolah while I train you? What do you mean? Well, there's got to be some paying customers here in the Seehafen, right? Let's take a look around. Wenn du mit einer Figur sprichst, über deren Kopf ein Rufzeichen schwebt, tritt ein Nebenereignis ein. Für das Abschließen solcher Nebenereignisse gibt es Geld und Objekte. Such diese Figuren bei jedem Besuch in der Stadt auf. Ich gehe jetzt mal kurz da gleich ins Menü. Und wir haben Elvin sogar mit dem Team, das finde ich echt nett. Der ist auch schon Level 5. Wahnsinn. Naja. Also ich muss sagen, Jyde tut mir sehr, sehr, sehr leid, weil eigentlich wollte er ja ursprünglich nur zu seinem Professor gehen und ihm erzählen, dass er den Hauptpreis gewonnen hat. Und nun ist er in einem anderen Teil des Landes, sag ich mal. Er ist nämlich jetzt in Azul, in Aladi Seehafen mit Milla und einem Söldner namens Elvin. Ich muss sagen, auch wenn Elvin ziemlich zwielichtig ist, ja. Und warum auch er immer, weil er war ja auch im letzten Part, bevor das Intro gestartet ist, als wir eben hinabgestürzt sind, ist er ja auch dort kurz gewesen. Ich finde Elvin, ich mag Elvin sehr, also ich möchte jetzt nicht wirklich viel über Elvin verraten, weil ich weiß, es gibt Zuschauer, die kennen das noch nicht. Und ich mag Elvin auch. Aber er ist halt ziemlich zwielichtig. Also, das ist jetzt eine sehr schlechte Begründung, ich weiß. Und das mit der Autonavigation werde ich nie machen, weil ich das nicht mag. Und du hast eigentlich schon recht viel. Und Lebenswiederherstellung. So, achso, du hast noch einen Punkt. Ich gebe dir das jetzt einfach hier. Dich ein bisschen schneller bewegen kannst. Du hast nichts und du hast auch nichts. Und wir haben hier die Fertigkeiten. Da bin ich offscreen unabsichtlich hineingegangen. Wir bekommen nämlich mit den Lilienkugeln ab und zu Fertigkeitspunkte dazu. Ich glaube auch, wenn man eine bestimmte Anzahl von Gegnern besiegt hat, bekommt man Fertigkeitspunkte dazu. Bin ich mir aber nicht sicher. Im zweiten Teil war es jedenfalls so, aber ich weiß nicht, wie es hier ist. Und wir tun hier einfach mal unsere Ausdauer erhöhen. Elvin hat das schon. Bei Elvin mache ich auch noch Lebenswiederherstellung an. Das ist, wenn man ein neues Level hat, wird man komplett geheilt. Und das finde ich sehr praktisch. Und dann hast du auch noch kurzer Gewinn. Erhalte bei Ausweichen von einem Feind. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt wirklich etwas bei einem Charakter bringt, den man jetzt nicht selbst spielt, aber ich werde es jetzt einfach mal anmachen. Weil ich habe mich vor, ab und zu die Charaktere durchzuwechseln. Auch wenn mir das sehr schwer fallen wird. Vor allem mit gewissen Fernangriffsgegnern dann. Ich meine, Jyde ist ja Nahkämpfer, Milla ist ja zwar mit dem Schwert auch Nahkampf, aber doch dann später nicht so, wenn sie mit ihren Arts angreift, finde ich. Was hast du überhaupt für Arts? Du hast... Wow.
Okay, wir haben das. Und du hast die 3. Ich lasse jetzt einfach auf halbautomatisch, weil ich jetzt die Erfahrung gemacht habe, dass ich mir damit leichter tue, als wenn ich auf manuell spiele, weil mein Charakter dann einfach irgendwo hinrennt und ich denke mir so, wieso rennst du jetzt zu dem Gegner hin, wenn ich eigentlich stehen wollte? Ansonsten, ich weiß jetzt nicht, ob ich... Moment, gehen wir mal kurz auf Ausrüstung. Ja. Ich habe für Elvin auch Outfits freigeschaltet. Ich muss sagen, ich muss mich an seine Frisur noch gewöhnen, an seine allgemeine Frisur, weil bei mir hatte er andauernd die Kratos-Frisur und ich fand die einfach irgendwie cool. Aber ich lasse jetzt für den Anfang mal eine gewisse Zeit, sagen wir, bis wir alle Charaktere haben, lasse ich ihnen mal die normalen Outfits fürs Erste, oder? Wobei ich würde Milla auch voll gerne eine Frisur geben, weil ich es einfach, ich weiß nicht, mich persönlich, wenn ich jetzt Sport mache oder so, und meine Haare offen sind, hasse ich. Also ich hasse es, wenn meine Haare offen sind. Ich muss sie immer zubinden und wenn sie kämpft, dann ist es auch irgendwie so nervig mit langen Haaren, aber ja gut. Ich werde jetzt einfach mal die Haare zumachen, weil ich die Frisur einfach super finde. Ansonsten würde ich sagen, machen wir uns einfach an unsere erste, beziehungsweise eigentlich ist es ja schon unsere 4. Nebenquest, aber was soll's. This was surging with mana when they activated their so-called Lance of Kresnik. So this must be the key they used to arm it. Do you want something? Whoa, hold your fire. I come in peace. Can't a mercenary have a friendly chat with his clients? That much is fine. But when you want to chat, you needn't hold your breath and sneak up behind me. Sheesh. You make me sound so unsavory. Do you berate poor Jyde like this too? I don't intend to berate anyone. That was never my intention. Do try to be gentle with him. Boys can be so vulnerable. That's a surprisingly tender sentiment. That's what it says on my business card. The mercenary with a heart of gold. Those are good words to live by. Although, with a motto like that, I can't imagine you'd live very long. Not the type to sugarcoat things, are you? Ja. Gut. Na gut, dann reden wir erstmal mit der lieben Dame. Hey there. You've got a request, right? How about letting us handle it? Oh, you're mercenaries. Oh, perfect timing. What kind of request? Well, someone's got a problem with monsters, and we get paid to solve their problem. Ah, so by taking on these jobs, you get the reward and I get the practice. Right. Everybody wins. Well, except the monsters. Okay, hit us with the details. Some monsters we've never seen before are lurking near a lake west of the Seehafen. A lot of people depend on that lake for water, so those monsters have become a real nuisance. I'm looking for someone to exterminate the beasts. What's the reward? Cash, of course. You heard the woman. Thoughts? Sounds fine to me. Fighting monsters will be good training. Excellent. Now these beasts are no pushovers, so please watch yourselves. About your sword training. The monsters aren't just going to stand there like training dummies, you know? We should go over some basics first. I appreciate it. Ready your sword. Well, that'll do. You have my gratitude. Shall we go? Wait, Jyde. Take a moment to consider your situation. You don't have to stay with me anymore, you know. Right. Now that we've crossed the border, it'll be a while before any pursuers from Rashugal get here. What are you suggesting? Just that he still has some time to think things over. Sorry, I'll make up my mind by the time you set off. Okay, very well. Let's go and complete that request. You thought you were doing the right thing. And now you're on the run. That's a pretty tough lesson for a kid your age. Yeah, but I brought it upon myself.
gut, unsere Aufgabe ist es jetzt, die Bedrohung am See westlich von Aladi-Pfad auszuschalten. Die sehen wir hier gar nicht eigentlich, aber ich möchte mich mal kurz umgucken wegen den Waffen und sowas. Außer meine Charaktere plappern jetzt gleich los, weil hier können wir zum Beispiel Waffen kaufen. Die Ladenerweiterung wurde freigeschaltet. Die Ladenerweiterung ist ein Spielsystem, mit dem du Läden, Materialien und Geld geben kannst, um die Produktplatte der Läden zu erweitern. Wähle dazu im Ladenmenü Erweitern aus. Wenn du die Läden erweiterst, sammelst du Punkte. Erreichen diese einen bestimmten Wert, steigt dein Ladenlevel und neue Lagerbestände werden hinzugefügt. Zusätzlich senkt das Erhöhen des Ladenlevels die Preise der Objekte, die im Laden verkauft werden. Du kannst die Punkte, die für die Steigerung eines Ladenlevels nötig sind, erlangen, indem du dem Laden Materialien schenkst, dem Laden Geld schenkst, im Laden Objekte kaufst. Beim Verschenken von Materialien wirst du feststellen, dass einige Materialarten als Bonusmaterialien eingestuft sind und mehr Punkte als andere einbringen. Beachte, dass die Bonusmaterialien sich mit der Zeit und im Kampf ändern. Ja. Wir haben hier, wie ihr seht, zum Beispiel hier steht bald erhältlich. Ich glaube, das hängt auch vom Spielfortschritt ab. Und dadurch, dass wir jetzt noch nicht wirklich weit sind, wir sind ja erst, ich sag mal, wir haben jetzt grob, sag ich mal, weniger als circa eine Stunde gespielt. Mehr auch nicht. Hier können wir eben die Sachen erweitern und wie ihr seht, haben wir zum Beispiel, hier haben wir Materialien. Und das sind eben Eisensand und sowas, die geben doppelt so viele Punkte, weil dahinter steht eben Bonus 3 Punkte. Sprich, ich könnte hier jetzt in rosa, nein. Hier oben sehe ich, wenn ich jetzt 1 schenke. Also, okay, nochmal von vorne. So. Bonus mal 3, sprich, wir kriegen jetzt statt, glaube ich, 20 Punkten 60 Punkte. Yep. Und hier würden wir jetzt zum Beispiel 6000 Punkte bekommen, wenn ich jetzt die Materialien, also wir sehen schon, ich wäre jetzt, wenn ich alle 7 Stück verkaufen würde, bei Ladenlevel 44. Also ich finde das recht cool. Aber dieser rosafarbene Markt ist auch ein Item, den man recht spät im Spiel bekommt. Dementsprechend werde ich den noch nicht wirklich anfassen. Zum Beispiel Materialien, die man wirklich oft kriegt, sind Guillotine. Also wo man wirklich jetzt wirklich sehr viel hat, ne? Ja gut, man kann es auch übertreiben, Spiel. Zum Beispiel bei Lebensmitteln, die sind auch wirklich praktisch, wenn man da jetzt, sage ich mal, welche Sachen verkauft. Ich möchte jetzt aber nicht wirklich was herschenken. Das würde ich mir persönlich noch aufheben. Du warst Fisch, ne? Weil hier seht ihr Bonus 1, hier sind Bonus 2. Also sprich, kriegen wir hier zum Beispiel bei schwarzen Perle. Sind wir auch schon Level 20 dann, also. Ja. Aber die Geschäfte lassen wir mal. Wir könnten uns eigentlich mit ein paar Objekten eindecken, würde ich sagen. Ich hoffe, ich trigger jetzt nicht irgendwie eine Cutscene, wenn ich jetzt dorthin laufe. So. Hier ist der Objekteladen. Also sprich, wir könnten hier uns Apfelgummis kaufen. Wir haben eh schon 24 Stück. Ich glaube, Maximum sind tatsächlich 15 Stück. Ich habe keine Ahnung. Trank des Lebens haben wir sowieso 10. Und ich habe mir bald erhältlich im Allheilmitteltrank, Heiliger Trank, Finstertrunk, Mischgummi und Sirup. Und es gibt dann später auch noch weitere Sachen. Dann würde ich sagen, decken wir uns einfach mal mit bisschen Essen ein. Das ist nämlich, können wir uns gar nicht eindecken. Wo steht der Profil nicht wegen Umbau? Okay, dann decken wir uns halt nichts mit nichts ein. Ich dachte, der ist jetzt auch da, aber okay. Na gut. Ich glaube, ich trigger jetzt hier eine Cutscene, oder? Nein, tue ich nicht? Doch. Ha. Let's see. What are you up to? Just trying to organize all of my notes for my thesis. Those in the books at a time like this? You sure are studious. Yeah, probably a waste of time. I'm sure I've already been expelled being an X-marked criminal and all. Ah, cheer up, kid. If I get a chance, I'll testify to the military and the school on your behalf. Shouldn't be hard to make the case that you're just a poor kid who got sucked into this. Thanks. But aren't you a wanted criminal too? Ah, that. I guess I did flee along with you. So if we get captured, I'll testify for you. I'll tell them that you're nowhere near as shady as you look. I'll take it as a compliment. Wenn du im Knast bist, sage ich für dich aus. Okay, bist du nicht eigentlich auch im Knast?
Ja, eigentlich schon. My Lilium orb is shining. Mine too. Wait, you two have orbs too? Great! We should try linked combat. What's that? Lilium orbs are handy things. They let you sense your companion's intent. That's a huge advantage in battle. You can coordinate your thoughts to pull off combination attacks. We call this linking. Sounds great, but how do we do it? Try it and see for yourself. Focus your consciousness into the Lilium orb. Flunker, Flunker, Flunker. Nein, ich möchte es jetzt nicht. Wir können uns nämlich hier verbinden. Unsere Partner können sich auch mit verbinden. Und ich glaube, wenn man hier auf Arzt geht, sieht man hier bei Demon Fist und bei aufsteigenden Wirbeln, also wenn was Grünes dabei ist, dann kann man mit dem Partner hier ein verbundenes Art machen. Bei Milla sieht man das jetzt nicht wirklich, aber wir sehen jetzt links auch, dass wir so eine Leiste haben. Und wenn sich die komplett fühlt, uns jetzt können wir so einen Spezialmove machen. Victory born from cooperation and friendship. Not bad, right? Yes, I quite like it. I feel much better knowing I'm not fighting alone. Right there with you, buddy. Also ich finde diese Endszene immer sehr lustig, teilweise. Dass da immer sehr öfters irgendwas Lustiges sagen. Ich weiß nicht, ob es im ersten Teil genauso lustig ist wie im zweiten Teil. Im zweiten Teil sagen sie auch viele lustige Sachen. Haben wir hier was? Nein. Okay, dann würde ich sagen, wir müssen, wenn ich die Karte finde, wir müssen, ich glaube, irgendwie da nach links oder so. Wir können hier mal diesen Pfad erkunden, aber wir werden sowieso erstmal in Richtung nach links gehen. Hallo? Hast du Angst vor mir? Ich kann mich hier auch mit Elvin verbinden. Und da sehen wir, dass ich mit Elvin nur den Demon Fist gemeinsam habe, also eine Kombinationsattacke, sage ich mal. Und ich glaube, diese... Ach, hör auf, mich da irgendwie zu hauen. So. Und ich muss sagen, ich verbinde mich am liebsten mit Elvin. Einfach der Tatsache, dass sie Jyde und Elvin später so richtig... You're starting to look pretty good with that blade. I do seem to possess an aptitude for sword fighting. So richtig coole Attacken hat. Ich werde jetzt mal kurz mit Elvin kämpfen. Dazu muss ich mir aber jetzt die Arzt mal einstellen. Nur da. Weil ich jetzt mal einfach mal sehen will, wie ich persönlich mit Elvin klarkomme. Du bist doch eigentlich ein... Egal. Was habe ich denn mit Milla alles gemeinsam? Die Tigerklinge. Mach mal die Tigerklinge. Aber wir kriegen hier extrem viele Erfahrungspunkte. Elvins Fähigkeit aufladen. Wenn du Kreis gedrückt hältst, nachdem Elvin eine Art gewählt hat, beginnt er sich in den Zustand aufgeladen. Begibt er sich in den Zustand aufgeladen. Wenn er sich im Zustand aufgeladen befindet, verschmilzt Elvins Schwert mit seiner Pistole und die Wirkung seiner Arts verstärkt sich. Ah, gut zu wissen. Ich glaube, das nächste Mal, wenn ich mit Elvin spiele, habe ich das wieder vergessen. Wir finden hier auch sehr viele nützliche Items, die wir später auch verkaufen können. Also ich glaube, entweder haben die Gegner Angst vor mir. Warte, ich will das jetzt mal versuchen. So, und dann drücke ich Kreis und dann ladet er sich auf und dann... Ah, so sieht das aus. Ja, das ist cool. Oh. Habt ihr das gesehen? Ein richtig cooler, scharfer Dämonen. Ja, das ist ja cool. Aber ich habe keine MP mehr. So. Das finde ich cool. Aber mit Elvin kämpfen ist doch ein bisschen schwierig, muss ich schon sagen. Also ich muss mich daran gewöhnen, dass ich mit den anderen Charakteren spiele, weil ich habe hauptsächlich hier im ersten... Ich glaube, die Gegner haben von mir ein bisschen Angst, kann das sein? Hey. Das sah cool aus. Ich treffe mit Elvin teilweise nicht. So. Ah, jetzt hat doch ein Level up.